Herzlich willkommen zu unserer heutigen Einheit für Deutsch auf dem Niveau B2 Beruf. Unser Thema lautet heute über Berufe, berufliche Kompetenzen, Produkte und Unternehmen sprechen. Im Berufsleben müssen wir sehr häufig erklären, welche Tätigkeiten wir bisher ausgeübt haben, welche Aufgaben zu unserem Verantwortungsbereich gehören und welche Fähigkeiten man für einen bestimmten Beruf braucht. In Bewerbungsgesprächen sprechen wir außerdem darüber, warum uns ein Beruf interessiert, welche Vor- und Nachteile er hat und weshalb wir uns für ein bestimmtes Unternehmen entschieden haben. Doch damit nicht genug. Manchmal müssen wir auch ein Produkt verständlich beschreiben, seine Funktion erklären oder ein Unternehmen vorstellen. Dabei reicht es auf dem Niveau B2 nicht mehr aus, nur einzelne Wörter zu nennen. Wir brauchen vollständige, logisch verbundene Aussagen. Wir müssen zeitliche Abläufe darstellen, Aufgaben präzisieren, Gründe nennen, Bedingungen formulieren und Eigenschaften bewerten. Deshalb lernen wir heute wichtige Redemittel nicht isoliert, sondern in kleinen Geschichten aus unterschiedlichen beruflichen Situationen. Jede Geschichte hat andere Personen, einen anderen Stil und einen anderen Schwerpunkt. Gleichzeitig erklären wir wichtige Wörter und grammatische Strukturen, die im Berufsleben und in einem B2 Berufssprachkurs besonders nützlich sind. Beginnen wir mit unserer ersten großen Etappe. Kapitel 1: Über berufliche Tätigkeiten sprechen. Stellen wir uns zunächst eine typische Situation vor. Eine Bewerberin sitzt in einem Vorstellungsgespräch. Die Personalreferentin möchte wissen, welche Berufserfahrung sie bereits gesammelt hat. Die Bewerberin könnte sagen: Ich habe schon als Kundenberaterin gearbeitet. Mit der Formulierung „Ich habe schon als gearbeitet“ berichtet man über eine berufliche Erfahrung, die man irgendwann in der Vergangenheit gemacht hat. Das Wort schon signalisiert, dass diese Erfahrung bereits vorhanden ist. Die genaue Dauer muss dabei noch nicht genannt werden. Die Präposition bzw. Vergleichspartikel als bezeichnet hier eine berufliche Funktion. Man sagt als Verkäufer, als Pflegekraft, als Projektassistentin oder als Maschinenführer. Nach als steht bei einer Berufsbezeichnung normalerweise kein Artikel. Man sagt also: Ich habe als Techniker gearbeitet. Nicht ich habe als ein Techniker gearbeitet. Hören wir dazu eine kleine Geschichte. Miriam hatte mehrere Jahre in einem Hotel gearbeitet und wollte nun in den Kundenservice eines Reiseunternehmens wechseln. Im Vorstellungsgespräch fragte der Personalleiter, ob sie bereits Erfahrung im direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden habe. Miriam antwortete: Ich habe schon als Rezeptionistin gearbeitet. Dort habe ich täglich Gäste begrüßt, Reservierungen bearbeitet und auf Beschwerden reagiert. Der Personalleiter wurde sofort aufmerksam. Er verstand, dass Miriam nicht nur theoretische Kenntnisse besaß, sondern bereits praktische Kundenerfahrung gesammelt hatte. Das Wort Reservierung bezeichnet eine verbindliche Buchung, zum Beispiel eines Hotelzimmers, eines Tisches oder einer Reise. Eine Beschwerde ist eine mündliche oder schriftliche Äußerung, mit der jemand seine Unzufriedenheit erklärt. Miriam hätte auch sagen können: Ich war bereits als Rezeptionistin tätig. Tätig sein klingt etwas formeller als arbeiten und wird besonders häufig in Bewerbungen, Arbeitszeugnissen und offiziellen Gesprächen verwendet. Manchmal reicht es jedoch nicht, nur die Tätigkeit zu nennen. Dann möchte man auch einen genauen Zeitraum angeben. Dafür eignet sich die Formulierung von bis habe ich als gearbeitet. Von bis markiert den Anfang und das Ende eines abgeschlossenen Zeitraums. Zum Beispiel:
Von 2019 bis 2023 habe ich als Lagerist gearbeitet. Von Januar bis September habe ich als Aushilfe gearbeitet. Von meinem Studienabschluss bis zu meinem Umzug habe ich als Sozialarbeiterin gearbeitet. Da der Zeitraum abgeschlossen ist, verwendet man im gesprochenen Deutsch meist das Perfekt. Habe gearbeitet. In einem Lebenslauf stehen häufig nur verkürzte Angaben, aber in einem Vorstellungsgespräch braucht man normalerweise einen vollständigen Satz. Lernen wir nun Farid kennen. Farid nahm an einer beruflichen Beratung teil. Die Beraterin wollte seinen bisherigen Werdegang verstehen. Das Wort Werdegang bezeichnet die persönliche, schulische und berufliche Entwicklung eines Menschen. Farid erklärte, von 2018 bis 2022 habe ich als Elektroniker in einem mittelständischen Produktionsbetrieb gearbeitet. Die Beraterin fragte, welche Aufgaben er dort übernommen habe. Farid berichtete, dass er elektrische Anlagen geprüft, Störungen gesucht und defekte Bauteile ausgetauscht habe. Anschließend ergänzte er, von 2022 bis zu meinem Umzug nach Deutschland habe ich als technischer Teamleiter gearbeitet. Mit dieser klaren zeitlichen Struktur konnte die Beraterin sofort erkennen, wie sich Farids berufliche Verantwortung entwickelt hatte. Das Adjektiv mittelständisch wird häufig für kleinere und mittlere Unternehmen verwendet. Ein Bauteil ist ein einzelner Bestandteil einer Maschine oder technischen Anlage. Eine Störung ist ein Problem, durch das eine Anlage nicht mehr richtig funktioniert. Wenn eine Tätigkeit in der Vergangenheit begonnen hat und bis heute andauert, brauchen wir eine andere Struktur. Seit arbeite ich bei der Firma als. Nach seit verwenden wir normalerweise das Präsens, wenn die Tätigkeit noch nicht beendet ist. Wir sagen, seit 3 Jahren arbeite ich bei der Firma Nordwerk als Mechaniker. Nicht, seit 3 Jahren habe ich dort gearbeitet, wenn die Person dort immer noch beschäftigt ist. Bei der Firma nennt den Arbeitgeber. Als nennt die berufliche Position. Dazu hören wir die Geschichte von Lena. Bei einer internen Vorstellungsrunde sollte sich jedes Teammitglied kurz präsentieren. Lena sagte, seit 2024 arbeite ich bei der Firma Drünblick als Projektkoordinatorin. Dann erklärte sie, dass sie verschiedene Projekte plane, Termine abstimme und regelmäßig mit externen Dienstleistern kommuniziere. Ein Dienstleister ist ein Unternehmen oder eine Person, die eine bestimmte Leistung für andere erbringt. Das können zum Beispiel Reinigungsfirmen, IT-Unternehmen, Transportunternehmen oder Beratungsagenturen sein. Lena verwendete das Präsens arbeite, weil ihre Beschäftigung noch andauerte. Hätte sie das Unternehmen bereits verlassen, müsste sie sagen, von 2024 bis 2026 habe ich bei der Firma Grünblick als Projektkoordinatorin gearbeitet. Nachdem wir Zeitraum, Arbeitgeber und Position genannt haben, können wir genauer über die beruflichen Tätigkeiten sprechen. Dafür verwenden wir zu meinen beruflichen Tätigkeiten gehört. Diese Formulierung klingt sachlich und professionell. Sie eignet sich besonders für Bewerbungsgespräche, berufliche Präsentationen, Berichte oder schriftliche Tätigkeitsbeschreibungen. Nach gehören zu steht der Dativ. Zu meinen Tätigkeiten. Das eigentliche Subjekt steht häufig nach dem Verb. Zu meinen beruflichen Tätigkeiten gehört die Beratung von Kundinnen und Kunden. Bei mehreren Tätigkeiten verwenden wir den Plural. Zu meinen beruflichen Tätigkeiten gehören die Kundenberatung, die Dokumentation und die Terminplanung. Hören wir die Geschichte von Daniel, der in einer sozialen Einrichtung arbeitet. Daniel sollte 9 Kolleginnen und Kollegen
seinen Arbeitsbereich erklären. Er sagte: Zu meinen beruflichen Tätigkeiten gehört die Begleitung von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Mit Begleitung meinte er nicht, dass er die Jugendlichen nur zu einem Ort brachte. In diesem beruflichen Zusammenhang bedeutet das Wort, dass er sie über längere Zeit beriet und unterstützte. Daniel fuhr fort: Zu meinen beruflichen Tätigkeiten gehören außerdem die Durchführung von Beratungsgesprächen, die Dokumentation der Ergebnisse und die Zusammenarbeit mit Schulen und Ausbildungsbetrieben. Das Nomen Durchführung stammt vom Verb durchführen. Etwas durchführen bedeutet, eine geplante Maßnahme tatsächlich zu organisieren und umzusetzen. Eine Dokumentation ist eine strukturierte, schriftliche Aufzeichnung wichtiger Informationen. Im Berufsleben ist sie häufig notwendig, damit Arbeitsprozesse nachvollziehbar bleiben. Sehr ähnlich klingt die Formulierung „Zu meinen Aufgaben gehört“. Zwischen beruflichen Tätigkeiten und Aufgaben gibt es keinen absoluten Bedeutungsunterschied. Aufgaben klingt jedoch häufig konkreter und bezieht sich stärker auf den eigenen Verantwortungsbereich. Nehmen wir als Beispiel Nora, die in einer Arztpraxis arbeitet. An ihrem ersten Arbeitstag erklärte die Praxisleiterin, welche Aufgaben Nora übernehmen sollte. Einige Wochen später konnte Nora ihren Arbeitsbereich bereits selbstständig beschreiben. Zu meinen Aufgaben gehört es, Termine zu koordinieren, Patientendaten zu aktualisieren und medizinische Unterlagen vorzubereiten. Nach gehört es folgt häufig eine Infinitivgruppe mit zu. Es gehört zu meinen Aufgaben, Termine zu koordinieren. Oder zu meinen Aufgaben gehört es, Termine zu koordinieren. Beide Varianten sind korrekt. Nora ergänzte: Zu meinen Aufgaben gehört außerdem die telefonische Kommunikation mit Krankenkassen. Das Verb koordinieren bedeutet, verschiedene Termine, Personen oder Arbeitsschritte so aufeinander abzustimmen, dass sie gut zusammenpassen. Daten aktualisieren bedeutet, vorhandene Informationen auf den neuesten Stand zu bringen. Nun betrachten wir eine Struktur, mit der man allgemeine Anforderungen eines Berufs beschreibt. Als, muss man. Mit als nennen wir wieder den Beruf oder die Funktion. Man verallgemeinert die Aussage. Es geht nicht nur um eine einzelne Person, sondern um alle Menschen in dieser beruflichen Rolle. Zum Beispiel: Als Pflegekraft muss man verantwortungsbewusst handeln. Als Führungskraft muss man Entscheidungen treffen. Als Berufskraftfahrer muss man sich lange konzentrieren können. Dazu hören wir die Geschichte von Tobias, einem erfahrenen Schichtleiter. Ein neuer Mitarbeiter fragte Tobias, was man als Schichtleiter eigentlich können müsse. Tobias antwortete: Als Schichtleiter muss man den Überblick behalten, auch wenn mehrere Probleme gleichzeitig auftreten. Den Überblick behalten ist eine wichtige, feste Wendung. Sie bedeutet, trotz vieler Informationen oder Schwierigkeiten zu verstehen, was gerade geschieht und was als nächstes getan werden muss. Tobias erklärte weiter: Als Schichtleiter muss man Aufgaben sinnvoll verteilen und bei Störungen schnell entscheiden. Das Verb verteilen bedeutet hier, verschiedene Aufgaben unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuzuordnen. Dann wurde Tobias etwas nachdenklicher und sagte: Als Schichtleiter muss man aber auch zugeben können, wenn man selbst einen Fehler gemacht hat. Damit zeigte er, dass berufliche Kompetenz nicht nur Fachwissen, sondern auch Selbstreflexion umfasst. Selbstreflexion bedeutet, das eigene Verhalten kritisch und ehrlich zu betrachten. Im Berufsleben haben wir oft regelmäßig Kontakt mit bestimmten Personen, Themen, Geräten oder Problemen. Dafür eignet sich die Formulierung „Ich habe viel mit zu tun“. Diese Wendung kann unterschiedliche Bedeutungen haben.
Ich habe viel mit Kunden zu tun, bedeutet, dass ich beruflich häufig mit Kunden kommuniziere. Ich habe viel mit Zahlen zu tun, bedeutet, dass Zahlen ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit sind. Ich habe viel mit Reklamationen zu tun, bedeutet, dass ich häufig Reklamationen bearbeite. Nach mit steht der Dativ. Hören wir die Geschichte von Sophia, die in der Buchhaltung eines Logistikunternehmens arbeitet. Auf einer Familienfeier fragte Sophias Onkel, ob sie den ganzen Tag nur Rechnungen schreibe. Sophia lachte und antwortete: Ich habe tatsächlich viel mit Rechnungen zu tun, aber meine Arbeit besteht nicht nur daraus. Sie erklärte, dass sie Zahlungseingänge kontrolliere, offene Forderungen prüfe und Rückfragen mit Geschäftspartnern kläre. Eine Forderung ist ein Betrag, den ein Kunde oder Geschäftspartner noch bezahlen muss. Ein Zahlungseingang bedeutet, dass Geld auf einem Konto angekommen ist. Sophia fügte hinzu: Ich habe außerdem viel mit verschiedenen Abteilungen zu tun, weil Rechnungsdaten häufig mit Bestellungen und Lieferungen verglichen werden müssen. Ihr Onkel verstand nun, dass Buchhaltung nicht einfach nur aus Zahlen bestand, sondern auch viel Kommunikation und sorgfältige Abstimmung erforderte. Für viele Berufe ist der richtige Umgang mit Menschen, Informationen, Geräten oder Belastungen entscheidend. Dafür verwenden wir: Bei diesem Beruf ist es wichtig, dass man gut mit umgehen kann. Die feste Verbindung lautet: mit etwas oder jemandem umgehen. Sie bedeutet, etwas angemessen zu behandeln oder in einer bestimmten Situation richtig zu reagieren. Man kann mit Menschen umgehen, mit Kritik umgehen, mit Stress umgehen, mit Maschinen umgehen oder mit vertraulichen Daten umgehen. Lernen wir Emilia kennen, die in einer Personalabteilung arbeitet. Eine Praktikantin fragte Emilia, welche Fähigkeit in der Personalarbeit besonders wichtig sei. Emilia antwortete: Bei diesem Beruf ist es wichtig, dass man gut mit vertraulichen Informationen umgehen kann. Vertraulich bedeutet, dass Informationen nicht ohne Erlaubnis an andere Personen weitergegeben werden dürfen. Emilia erzählte von einem Fall, bei dem eine Mitarbeiterin gesundheitliche Probleme gemeldet hatte. Einige Kolleginnen waren neugierig und wollten Genaueres wissen. Emilia gab jedoch keine persönlichen Informationen weiter. Sie erklärte der Praktikantin: In der Personalabteilung erfährt man viele sensible Dinge, deshalb muss man diskret sein. Diskret bedeutet zurückhaltend und vertrauenswürdig im Umgang mit persönlichen Informationen. Emilia ergänzte: Bei diesem Beruf ist es außerdem wichtig, dass man gut mit Konflikten umgehen kann. Man darf nicht sofort Partei ergreifen, sondern sollte zunächst beide Seiten anhören. Partei ergreifen bedeutet, sich in einem Konflikt sofort auf die Seite einer Person zu stellen. Neben fachlichen Fähigkeiten spielt auch die persönliche Motivation eine wichtige Rolle. Deshalb sagt man sollte Spaß anhaben. Die Verbindung lautet: Spaß an etwas haben. Nach an steht hier der Dativ. Spaß an der Arbeit, Spaß am Organisieren, Spaß an technischen Aufgaben, Spaß am Kontakt mit Menschen. Die Formen am Organisieren oder am Planen enthalten substantivierte Verben. Sie werden großgeschrieben. Dazu hören wir eine kleine Geschichte aus einer Kindertagesstätte. Jonas absolvierte ein Praktikum in einer Kindertagesstätte. Am ersten Tag war er überzeugt, dass die Arbeit hauptsächlich daraus bestand, mit Kindern zu spielen. Schon nach wenigen Stunden merkte er jedoch, wie anspruchsvoll der Beruf war. Die Erzieherin Eileen erklärte ihm, man sollte Spaß an der Arbeit mit Kindern haben, aber das allein reicht nicht. Sie musste gleichzeitig eine Gruppe beobachten, einen Streit klären, ein Elterngespräch vorbereiten
und darauf achten, dass ein Kind mit einer Allergie nichts Falsches aß. Eileen sagte, man sollte Spaß am Organisieren haben, weil der Tagesablauf gut geplant werden muss. Trotzdem muss man flexibel bleiben, denn mit Kindern läuft nicht immer alles nach Plan. Das Wort Tagesablauf bezeichnet die zeitliche Struktur eines Tages. Flexibel bleiben bedeutet, Pläne bei Bedarf verändern und angemessen auf neue Situationen reagieren zu können. Bei manchen Tätigkeiten braucht man neben Interesse auch eine besondere, natürliche oder entwickelte Fähigkeit. Dann sagt man sollte ein Talent für haben. Die Verbindung lautet, ein Talent für etwas haben. Nach für steht der Akkusativ. Man kann ein Talent für Sprachen, Zahlen, Technik, Organisation oder Kommunikation haben. Talent bedeutet nicht unbedingt, dass man eine Fähigkeit ohne Übung perfekt beherrscht. Häufig meint es, dass jemand einen Bereich besonders schnell versteht oder dafür ein gutes Gespür hat. Gespür ist ein wichtiges B2-Wort. Es bedeutet eine feine, oft intuitive Fähigkeit, Situationen oder Zusammenhänge richtig einzuschätzen. Die nächste Geschichte handelt von Kenan, einem jungen Veranstaltungstechniker. Bei einem großen Konzert fiel kurz vor Beginn ein Teil der Beleuchtung aus. Während andere hektisch wurden, prüfte Kenan ruhig die Anschlüsse und entdeckte innerhalb weniger Minuten einen defekten Verteiler. Seine Kollegin sagte später, »Du hast wirklich ein Talent für Technik.« Kenan antwortete bescheiden, »Vielleicht, aber ich habe auch sehr viel geübt und aus vielen Fehlern gelernt.« Sein Vorgesetzter erklärte einem neuen Auszubildenden, als Veranstaltungstechniker sollte man ein Talent für technische Zusammenhänge haben. Man muss verstehen, wie verschiedene Geräte miteinander verbunden sind. Ein technischer Zusammenhang beschreibt die Art, wie unterschiedliche technische Elemente voneinander abhängen und gemeinsam funktionieren. Doch der Vorgesetzte betonte auch, Talent ist hilfreich, aber Zuverlässigkeit und sorgfältiges Arbeiten sind mindestens genauso wichtig. Wenn wir sagen möchten, was wir an einem Beruf positiv finden, verwenden wir Mir gefällt an diesem Beruf, dass die Struktur beginnt mit dem Dativpronomen mir. Danach steht gefällt. Mit an diesem Beruf nennen wir den Bereich, den wir bewerten. Der anschließende Das-Satz erklärt, was genau uns gefällt. Zum Beispiel, mir gefällt an diesem Beruf, dass jeder Tag anders ist. Mir gefällt an diesem Beruf, dass ich selbstständig arbeiten kann. Mir gefällt an diesem Beruf, dass ich konkrete Ergebnisse sehe. Lernen wir nun die Landschaftsgärtnerin Clara kennen. Clara arbeitete an der Umgestaltung eines alten Schulhofs. Zunächst war der Platz grau und wenig einladend gewesen. Gemeinsam mit ihrem Team legte sie Grünflächen an, pflanzte Bäume und baute Sitzmöglichkeiten. Als das Projekt abgeschlossen war, spielten die Kinder zwischen den neuen Pflanzen und nutzten die Holzbänke. Clara sagte, mir gefällt an diesem Beruf, dass man am Ende ein sichtbares Ergebnis hat. Sie erklärte, dass viele Projekte mit einer Zeichnung oder einem Plan beginnen und später zu einem realen Ort würden. Mir gefällt an diesem Beruf außerdem, dass ich sowohl kreativ als auch praktisch arbeiten kann. Das Wort Umgestaltung bedeutet, einen vorhandenen Ort oder Gegenstand deutlich zu verändern und neu zu gestalten. Eine Grünfläche ist eine Fläche mit Gras, Pflanzen, Bäumen oder Sträuchern. Natürlich hat fast jeder Beruf auch Seiten, die manche Menschen belastend oder unangenehm finden. Dafür eignet sich die Formulierung, viele stört es aber, dass
Hier ist viele ein Pronomen und bezeichnet viele Menschen. Das Pronomen es verweist auf den folgenden Das-Satz. Zum Beispiel: Viele stört es aber, dass die Arbeitszeiten unregelmäßig sind. Viele stört es aber, dass man häufig unter Zeitdruck steht. Viele stört es aber, dass körperliche Arbeit sehr anstrengend sein kann. Etwas natürlicher klingt in manchen Zusammenhängen auch: Viele Menschen stört allerdings das. Hören wir die Geschichte von Raphael, der als Koch arbeitet. Raphael liebte seinen Beruf. Er mochte es, neue Gerichte zu entwickeln, Lebensmittel sorgfältig auszuwählen und Gästen eine Freude zu machen. Als ein Bekannter überlegte, ebenfalls Koch zu werden, sagte Raphael ehrlich: Viele stört es aber, dass man oft abends, am Wochenende und an Feiertagen arbeiten muss. In einem Restaurant ist gerade dann besonders viel zu tun, wenn andere Menschen ihre Freizeit genießen. Raphael ergänzte: Viele stört es auch, dass in der Küche großer Zeitdruck herrscht. Zeitdruck bedeutet, dass für eine Aufgabe nur wenig Zeit zur Verfügung steht. Unter Zeitdruck stehen ist eine häufige berufliche Wendung. Trotzdem wollte Raphael seinen Beruf nicht wechseln. Für ihn überwogen die kreativen und menschlichen Seiten der Arbeit. Überwiegen bedeutet, dass eine Seite stärker oder wichtiger ist als eine andere. Nun kommen wir zu einem Ausdruck, der einen besonders starken Berufswunsch beschreibt. Ist mein Traumberuf. Deshalb: Ein Traumberuf ist ein Beruf, den man sich besonders wünscht und der gut zu den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Zielen passt. Mit deshalb nennen wir eine Konsequenz. Wichtig ist die Wortstellung. Dieser Beruf ist mein Traumberuf, deshalb möchte ich eine Weiterbildung machen. Nach deshalb steht das Verb direkt. Deshalb möchte ich. Nicht deshalb ich möchte. Dazu hören wir die Geschichte von Paula. Schon als Jugendliche interessierte sich Paula für Naturwissenschaften und den menschlichen Körper. Besonders faszinierte sie, wie medizinische Geräte Krankheiten sichtbar machen können. Nach der Schule arbeitete sie zunächst in einem Büro, doch ihr ursprünglicher Wunsch ließ sie nicht los. Eines Tages sagte sie zu ihrer Schwester: Medizinisch-technische Radiologieassistentin ist mein Traumberuf, deshalb möchte ich mich jetzt über die Ausbildung informieren. Das Verb faszinieren bedeutet, dass etwas ein besonders starkes Interesse auslöst. Die Wendung jemanden nicht loslassen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Gedanke oder Wunsch immer wieder zurückkehrt. Paula besuchte eine Informationsveranstaltung, sprach mit Fachkräften und absolvierte anschließend ein Praktikum in einer radiologischen Praxis. Danach war sie sich sicher, dass sie ihren beruflichen Weg verändern wollte. Etwas sachlicher kann man seine Berufswahl mit der folgenden Struktur erklären. Ich mag Menschen, Technik, Reisen oder einen anderen Bereich, deshalb ist der ideale Beruf für mich. Das Wort ideal bedeutet, dass etwas sehr gut zu den persönlichen Voraussetzungen und Vorstellungen passt. Es bedeutet nicht unbedingt, dass der Beruf objektiv perfekt ist. Die nächste Geschichte führt uns zu David, der lange nach einer passenden beruflichen Richtung gesucht hatte. David mochte Technik, wollte aber nicht den ganzen Tag allein vor einem Bildschirm sitzen. Gleichzeitig reiste er gern und lernte schnell neue Menschen kennen. Nach mehreren Beratungsgesprächen entdeckte er den Beruf des Servicetechnikers für internationale Industrieanlagen. Er erklärte: Ich mag Technik und Reisen, deshalb ist dieser Beruf der ideale Beruf für mich. Als Servicetechniker sollte er Maschinen bei Kunden installieren, Wartungsarbeiten durchführen und Beschäftigte vor Ort einweisen. Jemanden einweisen bedeutet, einer Person zu zeigen und zu erklären, wie sie ein Gerät, eine Maschine oder einen Arbeitsbereich richtig benutzt.
David wusste allerdings, dass häufige Dienstreisen auch belastend sein konnten. Trotzdem passte die Mischung aus Technik, Kommunikation und Mobilität sehr gut zu ihm. Am Ende einer Berufsbeschreibung kann man den Beruf zusammenfassend bewerten. Das ist ein befriedigender, interessanter oder anstrengender Beruf, weil befriedigend bedeutet hier nicht einfach angenehm. Es bedeutet, dass eine Tätigkeit einem das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles oder Wertvolles getan zu haben. Interessant bedeutet, dass der Beruf abwechslungsreiche, neue oder geistig anregende Inhalte bietet. Anstrengend kann sich auf körperliche, geistige oder emotionale Belastungen beziehen. Dazu hören wir die Geschichte von Frau Weber, einer Notfallsanitäterin. Nach einer besonders schwierigen Schicht saß Frau Weber mit einem neuen Kollegen im Aufenthaltsraum. Der Kollege war erschöpft und fragte sich, ob er langfristig in diesem Beruf bleiben könne. Frau Weber sagte: „Das ist ein sehr anstrengender Beruf, weil man schnell entscheiden und mit belastenden Situationen umgehen muss." Dann dachte sie kurz nach und ergänzte: „Gleichzeitig ist es ein befriedigender Beruf, weil man Menschen in akuten Notsituationen helfen kann." Akut bedeutet plötzlich, dringend und unmittelbar behandlungsbedürftig. Eine Notsituation ist eine Situation, in der schnelle Hilfe notwendig ist. Frau Weber verschwieg die Schwierigkeiten nicht. Sie erklärte aber auch, dass ein Beruf gleichzeitig anstrengend und sinnvoll sein könne. Genau diese differenzierte Bewertung ist auf B2 besonders wichtig. Damit verlassen wir die konkrete Beschreibung eigener Tätigkeiten und öffnen den Blick auf Berufe, die wir vielleicht noch nicht selbst ausgeübt haben. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr heute wieder mit uns gelernt habt. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Lektion. Dort machen wir genau an dieser Stelle weiter und beschäftigen uns mit weiteren wichtigen Redemitteln für Deutsch im Beruf. Damit ihr keine neuen Videos verpasst, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt uns gern in die Kommentare, wie euch diese Lektion gefallen hat. Eure Kommentare helfen uns sehr und zeigen uns, welche Themen und Übungen ihr euch für die nächsten Videos wünscht. Wenn ihr die Produktion weiterer, ausführlicher Lernvideos unterstützen möchtet, könnt ihr Sponsor bzw. Mitglied unseres Kanals werden oder das Projekt mit einer Spende unterstützen. Alle ausführlichen Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Video. Vielen Dank für eure Unterstützung und dafür, dass ihr gemeinsam mit uns Deutsch lernt. Wir sehen uns im nächsten Video, liebe Freunde. Bis bald!